Ja, moin Leute, willkommen auf Barcrafts, willkommen zum neuesten Video. Bevor das jetzt losgeht, kurzer Hinweis für euch. Tatsächlich gibt es was Neues. Ich habe vor kurzem das erste eigene Forum in Betrieb genommen, und zwar das Barcrafts Forum, wo man sich austauschen kann über Themen, über Videos, über den Zweiten Weltkrieg, über alles Mögliche. Also es ist quasi das, was ich mir schon immer erträumt habe, und da könnt ihr Mitglied werden, ihr könnt da mit reinrutschen, ihr könnt da euch austauschen mit anderen. Das macht ihr ja schon sehr, sehr viel in den Kommentaren, aber in dem Forum wird es alles ein bisschen einfacher. Und ich habe das auch so strukturiert, dass es sich selber tragen soll zu einem Selbstkostenpreis. Das heißt, es kostet tatsächlich Geld, wie alles auf der Welt, aber mit 1 € im Monat, und das für 12 Monate, also 12 € im Jahr, ist der Beitrag. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mit reinschlittert und ein Teil der Barcrafts-Familie im Forum werdet und euch da mit mir und anderen austauscht. Also geht mal rein, schaut euch das an, und dann hoffe ich, dass wir uns im Forum sehen. Bis dahin, macht's gut. Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Mai 1943. Endlich wieder bei den Kameraden und den normalen Alltag erleben. Die Zeit im Lazarett hat auch was für sich. Man kann mal wirklich ruhen und sich um die eigenen Belange kümmern. Ich muss trotzdem noch oft an den Unteroffizier aus dem Lazarett denken und seine Sichtweise der Dinge. Ich habe viel darüber nachgedacht, und ich denke, er hat schon in einigen Dingen nicht Unrecht. Aber trotzdem bin ich weiterhin der Meinung, dass wir siegen werden, siegen müssen. Aber was wäre, wenn der Russe uns schlägt? Wenn wir uns immer weiter zurückziehen müssten? Nein. Unsere Technik ist dem Iwan weit überlegen. Und irgendwann geht ihm auch die Luft aus. Wir haben viel zu tun diese Tage, und es wird von Tag zu Tag wärmer. Die Zugführer lassen uns wissen, dass wir nicht zum Spaß hier sind. Die Straßen sind mittlerweile getrocknet und der Nachschub rollt. Täglich kommen Lkw mit Ersatzteilen an, und die Verpflegung wird merklich besser. Die Kampftätigkeiten werden auch wieder intensiver, doch es geht nicht so recht Richtung Osten. Befestigte Punkte werden ausgebaut und Stellung verbessert. Lokale Unternehmungen, um den Russen hier und da von einigen Punkten zu vertreiben, laufen an, und es scheint sich alles auf einen großen Schlag im nächsten Monat vorzubereiten. Es kommen auch wieder neue Panzer. Wenige Panzer IV, dafür die verlässlichen Dreier. Es ist an den Zugführern, die Kampfgruppen entsprechend so aufzustellen, dass die Waffenwirkung und Bewegung eine gute Kombination findet. Wir machen uns fertig für einen begrenzten Angriff auf einen russischen Vorposten, den wir vertreiben sollen. Dann ziehen die Pioniere nach und sollen ein gut markiertes Minenfeld räumen. Das würden wir dann durchfahren und an einem Punkt einen Panzergraben einebnen und vor einem Flussübergang in Stellung gehen, bis dann die Ablösung kommt. Das klingt nach viel Ärger, aber wenn alles gut zusammenspielt, sollte es klappen. Die Luftwaffe ist mit dabei, und wir nehmen einen Offizier der Flieger mit, der die Luftangriffe koordinieren soll. Also wie ein VB der Artillerie, nur steht der hier mit den Luftwaffenleuten in Funkkontakt. Diesmal haben wir 6 Panzer, 4 SPW und 2 Flak auf Halbkette dabei. Noch einen Kübel und ein paar Kratzschützen. Die Pioniere kommen nochmal dazu, und das ist schon ein großer Angriffsverband, den wir da haben. Es geht Richtung Osten, und die Russen sitzen wohl auf einer Anhöhe, die es zu erobern galt. In den frühen Morgenstunden geht es los. Der Oberfähnrich trägt noch seinen Verband, aber er meint, dass es schon ganz gut verheilt ist. Wir rollen los und fahren mit den Panzern in der Mitte der Kolonne. Wir passieren unseren Vorposten, und die Offiziere lassen sich in die Lage vor der eigenen Linie aus erster Hand einweisen. Soll hier ganz ruhig sein, und in 2 Kilometern kommt wohl dann erst der erste Iwan im Schützenloch. Also die Panzer nach vorn
und wir rollen weiter. Die Luken sind noch offen und wir warten mal ab, was passiert. Wir sind sicherlich schon mehr als 2 Kilometer gefahren, da setzt leichtes Infanteriefeuer ein. Wir machen die Luken zu und rollen unbeirrt weiter. Die Panzer 3 rücken auf der Flanke auf und wir schieben uns im Breitkeil vorwärts. Nun schlagen auch MG-Kugeln gegen die Panzerung und ich warte auf Ziele. Vereinzelt schießen die SPW mit den MGs auf vermutete Stellungen. Wir haben aber noch keine Ziele ausgemacht. Dann wird gehalten. Zielansprache, Schützenloch, Sprenggranate, Feuer, nachgeladen und beim zweiten Schuss wirbeln MG-Teile und sicherlich auch feindliche Soldaten durch den Explosionsblitz. Die Feuerverteilung ist gut und der dünne Schleier aus Russeninfanterie ist ohne eigene Verluste aufgerieben. Was sich freiwillig ergibt, wird nach hinten gebracht. Weiter geht es und wir fahren noch 20 Minuten, bis die Anhöhe in Sicht ist. Hier geht auch schon der Tanz los und wir kriegen schlecht gezieltes Packfeuer. Wir halten und die Panzerkanonen feuern auf erkannte Ziele. Wir fahren, halten, feuern und schnell merken wir, dass die Packbesatzung wohl nicht aus erfahrenen Veteranen besteht, sondern eher aus Anfängern. Zum Glück für uns. Die Packstellung wird niedergekämpft und wir können auch eine weitere Pack zu Klump schießen. Auch hier flankieren die SPW und die Grenadiere holen die letzten Überlebenden aus der Stellung. Wir hatten auch ein paar Verwundete, aber nicht der Rede wert. Hier beginnt nun auch das Minenfeld und wir bekommen unsere Position zugewiesen. Mit dem Langrohr stehen wir etwas abseits und können einen Bereich von 40 Grad komplett unter Feuer nehmen. Mittlerweile machen sich die Pioniere ans Werk. Wir sitzen auf dem Turm und rauchen. Ich schaue mir die Pioniere bei der Arbeit an und muss immer an den Kameraden aus dem Lazarett denken, dem ein Teil der Hände durch diese Doppelminen weggerissen wurden. Na, ich denke, die Männer hier, die wissen schon, was sie machen. Wir beobachten den Horizont und es ist nicht viel zu sehen. Der Himmel ist leicht bewölkt, also auch ein gutes Fliegerwetter. Aber die Roten kommen nicht. Ein paar Aufklärer von uns haben das Minenfeld umfahren und sichten das Vorfeld. Sie kommen nach einer Stunde zurück und melden einen größeren Panzerverband, der im Anmarsch ist. Noch circa 30 Minuten, dann würden die hier sein. Schon ist der LB dran und soweit ich das beurteilen kann, gibt er das an die Stuka-Verbände weiter. Die sollen dann mit entsprechenden Jagdschutz Panzerbereitstellungen angreifen. Schon 20 Minuten später donnern die Me 109er und die Ju-87 über unsere Köpfe hinweg und suchen sich ihre Beute. Für uns der Feind nicht sichtbar, aber wir sehen die großen Vögel aus der Höhe stürzen und dann wieder hochziehen. Die schmeißen da ganz ordentlich dem Russen was aufs Köpfchen. Nach weiteren 10 Minuten drehen die Stukas ab und fliegen wieder zurück. Die Jäger fliegen Geleitschütz. Und für uns ist soweit klar, dass was auch immer dort angreifen wollte, jetzt zu Mus geschmissen ist. Die Pioniere kommen gut voran. Noch 2 Stunden weiter und wir können vorwärts fahren. Weiter in Richtung Rauchwolken von dem Fliegerangriff. Das Minenfeld lassen wir hinter uns und die Pioniere bereiten die Sprengung der geborgenen Minen und anderen Dingen, die in der Erde lagen, vor. Ich sitze wieder auf der Seite des Turms und erschrecke mich regelrecht, als der laute Detonationsknall an meine Ohren schlägt. Der Kommandant schaut auch aus dem Turm. Er hat seinen Verband mittlerweile abgenommen, der er sonst die Kopfhörer nicht richtig tragen kann. Ganz schöne Narbe, Donnerwetter. Aber er trägt es mit Fassung und kann auch mittlerweile drüber lachen. Wenn auch nicht aus vollem Halse, aber immerhin nimmt er es mit einem Lächeln, wenn die anderen Kommandanten frotzeln. Weiter geht es und wir kommen an einen Panzergraben. Wir sichern die Flanken und stellen uns knapp 800 Meter weiter südlich auf. Als wir in Position sind, finden wir einen Übergang, den die Russen wohl für den Angriff vorbereitet haben. Aber wir gehen kein Risiko ein. Die Kampfgruppe wird informiert und wir lassen die Pioniere den Übergang untersuchen. Keine Minen, keine Sprengladung. Scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Wir wühlen uns den Hang hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf. Für Rosinante ein Kinderspiel, aber ich denke, nur der Kübel wird da nicht durchkommen. Und richtig, alle sind durch, nur der Kübel muss von einer Halbkette durchgezogen werden. Auf der anderen Seite geht es weiter.
Langsam schieben wir uns vor. Hier haben wir wenig Informationen und das Gelände ist sehr unübersichtlich. Wir stoßen weiter auf die Rauchwolken vor und bald können wir die qualmenden Wracks der Russenpanzer sehen. Mindestens 10 Panzer stehen hier zerstört oder beschädigt und weitere Kettenspuren, die sich nach Süden entfernt haben. Das sollte wohl ein Flankenangriff werden. Pech gehabt. Wir fahren an den Wracks vorbei und der Funker meint noch 2 bis 3 Kilometer zur Feindstellung und zum Fluss. Ich schaue nach vorne und denke über den bevorstehenden Kampf nach, habe meine Seitenklappen offen und genieße die Sonnenstrahlen. Plötzlich ein Knall und der Spitzenpanzer wird fast auf die Seite geworfen. Eine große Qualmwolke hängt über dem Fahrzeug, das Heck brennt und 2 Gestalten versuchen verzweifelt aus dem Turm zu kommen. Die Uniformen brennen schon und die Kameraden rollen vom Panzer herunter auf den Boden. Wir haben gestoppt, kein Feindbeschuss, wohl noch ein Minenfeld. Panzerminen, also nicht gefährlich für uns. Wir klettern aus dem Fahrzeug und sprinten zu den Kameraden. Wir schlagen die Flammen aus. Feldwebel Siebert ist der Kommandant. Seine Ida ist jetzt im Eimer. Netter Kerl. Nun liegt er hier auf dem Boden und schreit wie am Spieß. Die Brandwunden sind nicht ohne, aber er wird es schaffen. Der Richtschütze hat auch ordentlich was abbekommen. Die anderen 3 sind nicht mehr rausgekommen. Der Panzer brennt aus. Wir stehen mitten in einem Minenfeld. Die hinteren Fahrzeuge ziehen in ihren Spuren zurück. Wir bleiben mit einem Panzer 3 vor Ort und sichern den Bereich gegen mögliche Angriffe. Die Pioniere kommen vor und wir fangen an, den Bereich zu sondieren. Wir bringen die Verwundeten nach hinten und sehen zu, dass wir wieder in unseren Panzer kommen. Verdammte Schweinerei. Wir sitzen hier fest. Wenn jetzt der Iwan kommt... Es dauert nicht lange und wir hören die brüllenden Abschüsse von den Stalin-Orgeln. Wenn die auf uns feuern, dann haben die Pioniere hier ein Problem. Der Oberfähnrich brüllt aufs Feld hinaus, dass die Männer schnellstens alles wegwerfen sollen und unter die Panzer kriechen. Sonst sind die gleich Hackfleisch. Die rennen wie der Teufel und wir machen alle Luken dicht und da kommen schon die Einschläge. Bestimmt 100 von den Dingern schlagen um uns herum ein. Ein Höllenlärm und Splitter prallen gegen die Panzerung. Wir hören zwischendurch weitere Detonationen und ich vermute, dass das die Minen sind, die vor uns gleich mit hochgehen. Also räumen die Russen ihre eigenen Minen weg. Dann ist es so schnell vorbei, wie es angefangen hat. Die restliche Kampfgruppe hat nichts abbekommen. Wir rufen einen SPW nach vorne, um mögliche Verwundete zu bergen. Wir klettern heraus und um uns herum eine Kraterlandschaft. Trotzdem ist nur 1/3 des Segens auf uns niedergegangen, der Rest war wohl zu kurz geschossen. Auch die Pioniere haben etwas abbekommen. Ich bin mit dem Funker draußen und versorge die Verwundeten. Ein Toter, 2 schwer Verwundete und ein leicht Verwundeter. Die Stalin-Orgeln sind wirklich kein Spaß. Die Splitterwirkung ist enorm. Wir verladen die Verwundeten und die restlichen Männer räumen weiter eine Minengasse für uns. Wir stehen hier auf dem Präsentierteller. Wenn der Russe schlau ist, greift er jetzt an. Dann sind wir wirklich im Eimer. Prost Mahlzeit.